Es gibt ein typisch japanisches Verhalten, das Deutsche oft missverstehen. Deutsche würden denken, sie werden einfach nicht ernst genommen, obwohl der Moment ziemlich ernst ist. Dabei ist das in Wirklichkeit das Netteste, was die Person in dem Augenblick machen kann. Was das ist, zeige ich euch etwas später in diesem Video. Und ja, das sorgt immer wieder für unangenehme Missverständnisse. Ich bin in beiden Ländern, Deutschland und Japan, aufgewachsen und lebe insgesamt gefühlt 30 Jahre in Deutschland. Und in Gesprächen mit anderen Japanern habe ich doch eine große Sammlung an Momenten bekommen können, in denen sie in Deutschland irritiert waren. Also Verhalten, das in einem Land völlig normal ist und im anderen Land ein Fragezeichen über den Kopf aufploppen lässt. Heute zeige ich euch 12 davon. Erst deutsche Eigenheiten, die Japaner anfangs oft verwirren, und dann japanische Verhaltensweisen, die in Deutschland durchaus schwierig werden, inklusive der einen, die ich vorhin erwähnt habe. Vielleicht kommt am Ende auch ein Gedanke, der für einen Aha-Moment sorgt. Also, los geht's. Deutsche Eigenheiten, die Japaner verwirren. Erstens, wildfremde Grüßen. Punkt 1 passiert meistens schon am ersten Tag. Eine Bekannte von mir musste beim Deutschlandbesuch zu einem Arzt. Sie saß im Wartezimmer und jeder, der reinkam, sagte Guten Tag. Und sie hatte sich gefragt, kennen die sich hier alle? Nö, tun sie nicht. In Deutschland grüßt man einfach wildfremde Leute. In der kleinen Bäckerei, im Aufzug, im Wartezimmer und so weiter. Und beim Rausgehen nochmal Tschüss, Wiedersehen. Manchmal gibt es sogar Smalltalk an der Kasse. Das ist üblich, wie ihr wisst. In Japan macht man das selten. Man bleibt einfach höflich distanziert und sagt einfach nichts. Das ist nicht unfreundlich gemeint, sondern im Gegenteil. Man lässt den anderen in Ruhe. Deshalb fühlt sich dieses Grüßen für frisch angekommene Japaner erstmal fast aufdringlich an. Warum spricht mich diese fremde Person im Aufzug an? Was will sie von mir? Aber ehrlich gesagt, ich find's nach all die Jahre völlig okay. Dieses kleine Hallo machen den Alltag ein Stück wärmer. Was ich nicht mag, sind Taxifahrer, die durchgehend reden, obwohl ich meine Ruhe haben möchte. Aber das gibt's auch in Japan. Punkt 2. Hunde. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem schönen Café, das Essen kommt und direkt neben dem Nachbartisch liegt ein Golden Retriever. Für euch natürlich völlig normal. Für einen Japaner, der gerade angekommen ist, läuft im Kopf eine Fehlermeldung. Ein Hund im Café, drin, direkt neben dem Essen? Wie? Denn in Japan gibt es Hunde im Lokal durchaus auch, aber meistens nur draußen. So auf der Terrasse an den Außensitzen und das auch nur in hundefreundlichen Cafés. Der Hund mit hinein bis an den Tisch, das gibt's selten. Es ist also gar nicht der Hund selbst, der überrascht, sondern wo er sein darf. Drittens, Stoßlüften als Pflicht. Punkt 3, mein persönlicher Favorit. Das Lüften. Es gibt Deutsche, die reden über Lüften wie andere Leute über Fußballstrategie. Stoßlüften, Querlüften, Durchzug, Fenster für ein paar Minuten ganz weit auf, mehrmals am Tag. Und wehe, man kippt nur. Das gilt dann als ineffizient und im Winter sogar als Energieverschwendung. Und das wollte mir anfangs niemand in Japan glauben. Dass in vielen Mietverträgen tatsächlich drinsteht, dass man richtig lüften muss. Wenn sich Schimmel bildet, kann das Streit mit dem Vermieter geben. Nach dem Motto, ihr habt was falsch gemacht, also ihr seid schuld. Also in Japan macht man das Fenster auch mal auf, aber das Fenster öffnen eine Vertragsfrage sein kann mit Regeln und Schuldzuweisung. Das ist für Japaner schon sehr wild. Punkt 4. Pfand. Ein Bekannter von mir stand bei seinem ersten Besuch ratlos im Supermarkt vor diesem großen Automaten und hat zugeschaut, wie Leute Flaschen reinwerfen. Und dafür einen kleinen Zettel bekommen. Das wirkte für ihn wie ein Gewinnspielautomat. Das Pfandsystem ist in Deutschland so normal, dass das Flaschenwegwerfen an sich schon fast falsch anfühlt. Für Japaner ist das System komplett neu. Und der Moment, in dem man das erste Mal einen ganzen Sack Flaschen in den Automaten füttert und am Ende ein paar Euro rausbekommt, ist ein kleines deutsches Erlebnis für sich. Punkt 5. Zu früh gratulieren. Der Punkt mit dem größten Fettnäpfchenpotenzial. In Japan ist es völlig normal, einen Geburtstag ein bisschen vorzuziehen. Wenn man sich am eigentlichen Tag nicht sieht, gratuliert man eben am Wochenende davor.
Ein bisschen früh, aber alles Gute. Nette Geste, alle freuen sich. Super. Mach das mal in Deutschland. Ein Japaner, der hier freundlich 3 Tage vor dem Geburtstag sagt, herzlichen Glückwunsch, schaut plötzlich in entsetzte Gesichter. Natürlich ein Schockmoment für Japaner. Das war zwar nett gemeint, aber das ist ein ganz schlechtes Omen. Oft lernt man das nur auf die harte Tour. Und wer hat das gemacht? Ich. Punkt 6. Die Kasse. Und die ist berüchtigt. In Deutschland fliegen die Einkäufe an den Kassen in einem Tempo übers Band, als wäre das ein Wettbewerb. Und du sollst gleichzeitig bezahlen, einpacken und das Wechselgeld einsortieren. Wer zu langsam ist, spürt sie sofort die Blicke der Schlange hinter sich. Das nenne ich Kassenpanik. Unangenehm. In Japan ist es etwas entspannter. An der Kasse wird bezahlt, eingepackt wird danach an einem separaten Tisch in Ruhe. Niemand drängelt oder das Personal tütet sogar alles ein. Deshalb ist der erste deutsche Supermarkteinkauf für viele Japaner ein kleiner Stresstest. Man steht da, die Ware türmt sich und man denkt nur, warum haben es plötzlich alle so eilig? Irgendwann lernt man den Trick, alles einfach zurück in den Wagen zu werfen und woanders einzupacken. Oder man wird eben schneller. Aber beim Großeinkauf muss ich sagen, ich verliere trotzdem fast jedes Mal gegen das Kassenpersonal. Kassenpanik, die ist real. 7. Sonntag geschlossen. Der erste Sonntag in Deutschland läuft fast bei jedem Japaner gleich ab. Man will kurz einkaufen, wo auch immer, steht vor dem Laden und der ist zu. Der nächste Laden auch. Alles zu. Und da fragt man sich, ist heute Feiertag, den ich nicht kenne? Habe ich irgendwas verpasst? Die Antwort ist nö. Aber es ist ein ganz gewöhnlicher Sonntag. In Japan ist das Wochenende der Haupteinkaufstag. Die Läden sind natürlich offen. Dass ein ganzes Land einen Tag pro Woche kollektiv schließt, das ist für Japaner schwer zu begreifen. Aber die Deutschen machen etwas Interessantes daraus. Den Sonntagsspaziergang. Familien, Paare, Freunde, sehr viele gehen raus. Durch den Park, durch den Wald, am Fluss, ganz ohne Eile, meistens auch ohne Ziel. Neuankömmlinge finden die geschlossenen Läden eher unpraktisch. Ich verstehe es heute als bewussten Rhythmus. Ein Tag, an dem die ganze Stadt mal runterfährt. Also, aber dennoch mag ich verkaufsoffene Sonntage schon eher. Soweit die deutschen Eigenheiten. Jetzt drehen wir mal die Kamera um. Japanisches Verhalten, das hier in Deutschland schnell schwierig wird. Da ist auch das Verhalten von Anfang dabei, das bei dem Deutschen denken, sie werden nicht ernst genommen. Vorher gebe ich euch einen Begriff mit, das fast alle diese Punkte verbindet. Meiwaku o kakenai. Heißt ungefähr, niemanden zur Last fallen. Behaltet das mal im Kopf, das ist der Schlüssel für alles, was kommt. Und wenn euch solche Inhalte gefallen, gerne den Kanal abonnieren und einen Daumen hoch geben. Danke für euren Support. Japanische Eigenheiten, die in Deutschland schwierig werden. 8. Kein klares Nein. Oder besser gesagt, es nicht sagen. In Japan vermeiden wir oft direkte Absagen. Statt eines klaren Nein sagen wir Dinge wie das ist etwas schwierig oder ich denke drüber nach oder sogar und jeder Japaner versteht sofort, okay, das war ein Nein. Wir verpacken es nur weich, um das Gesicht des anderen zu wahren. In Deutschland sorgt genau das für Chaos. Viele sind direkt, ein Nein ist ein Nein. Und das wird hier auch geschätzt. Wenn ein Japaner vielleicht sagt und das Thema dann nie wieder anspricht, fühlt ihr euch einfach hingehalten. Und dabei hat er euch aus seiner Sicht längst abgesagt. Höflich sogar. Und da kommt es schon, das Meiwaku-Prinzip. Das weiche Nein soll dem anderen die Enttäuschung ersparen. In Deutschland erreicht es leider oft genau das Gegenteil. 9. Maske aus Rücksicht. In Japan trägt man eine Maske, wenn man selber erkältet ist. Nicht aus Angst vor den anderen, sondern aus Rücksicht auf die anderen. Die Logik dahinter? Ich bin angeschlagen, also schütze ich dich, indem ich dich nicht anstecke. Das gab's lange vor der Pandemie und gibt es bis heute ganz selbstverständlich. Auch wenn man Heuschnupfen hat zum Beispiel. Man möchte andere Leute nicht anniesen oder anhusten. In Deutschland ist das aber schwieriger geworden. Seit die Pandemie vorbei ist, wird eine Maske im Alltag eher mit Stirnrunzeln betrachtet.
Die erste Reaktion ist die Person schwer krank? Darf sie eigentlich gar nicht raus sein? Sollte ich lieber Abstand halten? Dass jemand die Maske für einen anderen trägt und nicht für sich selbst, auf die Idee kommen hier die wenigsten. Wieder dasselbe Prinzip. Ich will dir nicht zur Last fallen, also stecke ich dich nicht an. Eine Geste der Rücksicht, die hier regelmäßig falsch gelesen wird. 10. Ständiges Entschuldigen. Punkt 10. Das Wort sumimasen. Dieses eine Wort ist im Japanischen ein Alltagsgeschehen. Es heißt Entschuldigung, Verzeihung, aber auch Danke. Japaner bedanken sich oft, indem sie sich entschuldigen. Wenn dir jemand die Tür aufhält, sagst du nicht unbedingt Danke, also Arigato, sondern Sumimasen. Im Sinne von Tut mir leid, dass du dir die Mühe gemacht hast, mir die Tür aufzuhalten. In Deutschland wirkt diese ständige Entschuldigung eher befremdlich. Viele sagen, die Japaner entschuldigen sich zu oft wegen des Wortes Sumimasen. Es klingt unsicher, manchmal fast unterwürfig. Die Deutschen denken irgendwann, wofür entschuldigst du dich denn die ganze Zeit? Du hast doch nichts falsch gemacht. Dabei ist es kein Zeichen von Schwäche. Es ist dieselbe Rücksicht wie beim Rest dieses Blogs. Deine Bemühung, sie ist nicht selbstverständlich. 11. Den Kellner laut rufen. Punkt 11 und jetzt wird es interessant, denn dieser Punkt ist die Ausnahme von der Regel. In Japan ruft man die Bedienung laut. Das machen sehr viele Leute. Man ruft einfach Sumimasen quer durch den Laden. Völlig normal und das stört auch niemanden. In Deutschland bloß nicht. Laut nach dem Kellner rufen geht gar nicht. Das ist sehr unhöflich. Stattdessen sucht man Blickkontakt, hebt vielleicht ganz leicht die Hand und wartet. Lange, bis man bemerkt wird. Und ja, nur mit einem Finger und nicht mit der Handfläche. Das machen auch viele Japaner falsch. Ein Japaner, der hier Entschuldigung durchs Lokal ruft, erntet sofort Blicke. Und zwar nicht die nettesten. Und jetzt merkt ihr, warum das spannend ist. Eben habe ich noch erzählt, Japaner wollen bloß niemanden zur Last fallen. Und dann brüllen sie im Restaurant durch den Raum? Aber genau das ist der Punkt. Was als zur Last fallen zählt, entscheidet jede Kultur selbst. In Japan gehört das Rufen im Restaurant einfach zum normalen Ablauf und das stört niemanden. In Deutschland zieht die Kultur die Grenze genau andersherum. Gleiches Ziel, niemanden stören, aber die Landkarte, was überhaupt stört, sieht völlig anders aus. Übrigens gibt es in Japan heute in vielen Restaurants einen Knopf am Tisch, um die Bedienung zu rufen. Das macht das Herumgerufe unnötig. Danke Technik. 12. Das Verlegenheitslächeln. Und damit sind wir bei Punkt 12, dem Verhalten von Anfang. In Japan lächeln nicht weniger manchmal in Momenten, in denen ihr es kaum tun würdet. Wenn sie sich entschuldigen, wenn sie eine schlechte Nachricht überbringen, wenn die Situation richtig peinlich ist. Und dieses Lächeln heißt nicht, ich finde es lustig, sondern es heißt, es tut mir leid, dass ich diese Situation verursacht habe. Und es ist ein Versuch, die Anspannung oder Scham der Situation zu verbergen. Jetzt versteht ihr, warum das in Deutschland so schief gehen kann. Hier wirkt ein Lächeln in einem ernsten Moment, als würde man die Sache nicht ernst nehmen. Oder sogar schlimmer, als würde man den anderen auslachen. Eine Geste, die Frieden stiften soll, kommt an wie eine Provokation. Statt zu beschwittigen, gießt sie Öl ins Feuer, aber kräftig. Ich habe diesen Punkt bis zum Schluss bewusst aufgehoben, da er die Essenz von allem ist, was wir heute gesehen haben. Dieselbe Absicht, komplett gegensätzliche Wirkung. Wenn euch also mal ein Japaner mit einem schiefen Lächeln Entschuldigung sagt, dann kann er es durchaus ernst meinen. Das Lächeln gehört für die Person zur Entschuldigung. Und übrigens, es gibt auch viele Japaner, die mit diesem Lächeln nicht klarkommen. Kein Lächeln beim Entschuldigen, das sagen auch viele, aber das wird weiterhin häufig getan. Und jetzt der Gedanke, den ich euch am Anfang versprochen habe. Auf dem ersten Blick sehen diese 12 Punkte aus wie zwei Gegensätze. Die Deutschen zeigen Respekt, indem sie sich beteiligen. Sie grüßen, sie sind direkt, sie haben klare Regeln. Die Japaner zeigen Respekt, indem sie sich zurücknehmen. Maske, weiches Nein, leises Entschuldigen und so weiter.
Das Ziel ist beide Male dasselbe. Beide Seiten wollen rücksichtsvoll sein. Sie nehmen einfach nur den entgegengesetzten Weg dahin. Die Deutschen sind klar und direkt, weil sie glauben, das spart dem anderen Zeit und Nerven. Die Japaner sind vorsichtig, weil sie glauben, das schützt das Gesicht des anderen. Und keiner der beiden ist richtiger. Es sind zwei verschiedene Drehbücher für denselben Gedanken. Sei nett zu den Leuten um dich herum. Oder anders gesagt, geh anderen nicht auf die Nerven. Und genau deshalb funktioniert das Ganze in beide Richtungen. Ihr habt gesehen, welche japanischen Eigenheiten hier seltsam wirken. Aber die eigentlich spannende Frage ist die umgekehrte. Welche eurer ganz normalen deutschen Gewohnheiten wird wohl in Japan versehentlich als unhöflich gesehen? Also das belegte Brötchen in der U-Bahn essen, das laute Telefonieren im Zug, der direkte Blickkontakt? Schreibt's mir gerne in die Kommentare, welcher Punkt hat euch am meisten überrascht und welche deutsche Sache würden einen Japaner wohl am meisten verwirren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke für euren Support. Arigato.